ziehen von Sünde frei und rein, in das gelobte Kanaan ein. Jesus, die Herr, komm, o mein Kind, und höre sein Wort, gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Ort, drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sie von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, die Herrlich, komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an. Oh, willst du ihn nicht, er dich schon an. Mit Lieb und Gnade, er dich umfahren. Komm nur, du Sünder, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir tief von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, die Herrlich, komm. Freie Viertel. Nummer 142. Ich hörte Jesu Freundesruf, komm her, beladenes Herz, an meinem Herzen willst du Ruhe für alle deine Schmerz. Ich komm zu ihm, so wie ich bin, beladen, krank und matt, da schenkt er mir Frieden und Ruhe aus freiem Not und Gnade. Ich hörte Jesu Freundesruf, wer dürftig ist, der kommt. Und wenn kein Geld hat, trink genug, umsonst vom Lebensstrom. Ich komm zu Jesu und ich trag aus dieser heiligen Flut. Da ward der Seele gesichert, nun lebt durch sein Blut. Ich hörte Jesu Freundesruf, ich bin das Licht der Welt. Im finstern Licht trägt auf zu mir, so wird ein Weg erhellt. Ich schaute auf und fand in ihm den schönen Morgenstern und wandle nun in seinem Licht zur Heimat zu dem Herrn. Nummer 228. Alles will ich verlassen, dir allein zu folgen.
Nummer 590. Nummer 590. Is
Good morning. Ik heb me vandaag gewählt, uit Psalm 119 te lezen. Starting with verse 57. Thou art my portion, O Lord. I have said that I would keep thy words. I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. I made haste and delayed not to keep thy commandments. The bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. At midnight I will rise to give thanks unto thee, because of thy righteous judgments. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. The earth, O Lord, is full of thy mercy. Teach me thy statutes. Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according to thy word. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Thou art good, and doest good. Teach me thy statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts with my whole heart. Their heart is as fat as grease, but I delight in thy law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding, that I may learn thy commandments. They that fear thee will be glad when they see me, because I have hoped in thy word. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant. Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause, but I will meditate in thy precepts. Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies. Let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. Så disse farsen vil mig så vidt for, vings det giver en så viel encouragements. Jeg dachte ever vings recently we got more restrictions. I think everybody found out, and I have to var eerste zijn ten zijn midden met zijn moedloos meer. En har je zeg je niet goed. Maar ik vond niet zeg. De ging met de stad. De zo toen de weer allemaal uit arbeid. De kunnen bloß niet meer op arbeid vangen. Zo hebben ze al zijn gereedschap verkopen. Die weer dingen zoals goed. Du weer hechleri, du weer afjanskhet. En hij had dat te kopen til al dat wat het hoogste worden geven voor deze gereedschap. En aan een eerste ark, du weer een beetje gereedschap, wat de zaai gebruikt, ging te zijn, dat weer al zaai gebruikt. Maar dat weer met te versterken. En dat had een zaai hoge prijs. Wanneer zo toen werd gevraagd, waarom is de prijs zo hoog? Dan zegt hij, dit is mijn gereedschap wat dalste aan alle mensen schaffen heeft. Ik denk als de meeste mensen weten niet wat dit mijn gereedschap is. Ik kan dus zeggen dat gedanken aankomen.
en die worden het niet aan. Doodsvram. Dat schof, ik heb van aanvangs de wereld gebruikt en doodsvram dat nog zo oud is. En doodsvram, ik geloof dat zij, wat we maken, ons zich encouraging wordt, wie niet worden moedloos. Dus dat is een van de zoetoons die zijn grootste gereedschap wat ik kan gebruiken, om hem doorbrengen. Dat denk ik is, we worden alle nog maar moedloos. Maar wat de onderscheid merken dat, is, blijf we moedloos. Vang we nog maar moed after we moedloos worden. Dat denk ik is, want in Ephesians 6, de jetzige geweren daar kijken dat, en hij brok all day, tim moedloos ging vetten. En hij brok den helmet, en hij brok de show, en hij brok the breastplate of righteousness. En hij brok de ola. So wat kan we doen om niet moedloos worden? Wel, we kan vragen wat God aan deze spiritual geweren wat in Ephesians 6 aan opgeschreven, wat hij ons wat met helpen. In deze Psalm 119, er zijn tolle promises and encouraging words wat einer kan gebruiken, wat einer niet wat moedloos worden. En einer würde kan die nog alle en denken, zodat jedes tijd wanneer van een vriend getempted wordt, hij brukt de schrift in een vriend jengstoen. En wanneer einer dit alle tupte met anderen, dat je een zalige gezegende tijd. En dan brukt einer niet moedloos blijven. Wings, dit is de dag wat de Heer gemerkt heeft. Wij ons vriend en dankbaar te ben zijn. Wij nog bidden. Lieve himmlische Vader, ik dank die voor deze dag. Ik dank die wat die ons nog einmal laat zo rijkelijk dienen zijns schmaken. Ik bid wat u den redner wilt zijn en om gelutenheid geven, zodat we op müssen kunnen dat leren wat u ons was gaan. Dit bid ik in Jesu naam. Amen. Good morning. I got here near Sheikh. The title is The Part That Really Mattered. It was David Miller's first night on the mission field, and he was feeling very disappointed. For months he had talked of nothing except going overseas, to the envy of all his friends, but this was not at all as he had pictured it. He could still see his friends as they had waved goodbye just before the plane taxied down the runway. Lucky Dave, they had called him. Well, they should see him now. The first of David's disappointments had begun when he and his parents had stepped off the plane. When they had left Seattle the day before, the weather had been like spring. But as soon as they landed in Peru, South America, the sticky heat felt as if they had stepped into a steam bath. David's second disappointment was that he could understand no one. His parents had studied Spanish, but he had not wanted to learn the new language. How helpless he felt when he suddenly realized he could communicate with no one. Then, as the Millers walked into the airport terminal with the other passengers, there was no
welcoming committee to meet them. David had not expected a brass band, but surely someone could have met them. Even his father was looking worried when a man and a boy about David's age rushed up to them. "Hello, I am Sam Johnson, and this is my son Kevin," said the man, holding out his hand. "You must be the Millers. Sorry I'm late, but there was an emergency at the Bible school. Our water pump is broken again." Mr. Johnson had brought the Bible school van, and after the luggage was loaded, they bounced over a rough, dusty highway for several miles. David and Kevin had become friends at once. "Where are we going?" David asked. "We're taking you to the guest house at the school," Kevin replied. "It sure is hot," David remarked. "I'll be ready for a shower when I get there." Kevin laughed. "No showers today," he said. "Dad hasn't managed to fix the pump yet. We're doing good to have drinking water." The guest house was another disappointment. This was no air-conditioned apartment. The rooms had not been aired, and they all had the musty, damp smell of mildew. None of the furniture matched, and when David tried the bathroom faucets, it was as Kevin had said, barely a trickle of water came out. The Johnsons invited the new missionaries to their house, also on the Bible school grounds. For the evening meal. Then Kevin and David walked back to the guest house. "I hope you'll like it here," said Kevin. It's great having somebody my age to talk to. But we aren't going to stay here," said David. "My parents want to work with the Indians in the jungle." "I know well they need to hear about Jesus too," said Kevin. "You'll like the jungle. It's beautiful." Left alone at last, David sat on the edge of his bed and shuddered. He was thinking of Kevin's last words of advice just before he left. "Always look in your shoes before you slip them on," he had said. "Whatever for?" David had asked. "Well, during the night, a scorpion may have crawled inside," was the startling reply. "Scorpion stings aren't serious, but they hurt." That's the last straw, thought David. Peering fearfully around him, the small light bulb barely lit up the room, and he could imagine scorpions in every corner. But he was too tired to worry long and was soon sound asleep. When David awoke the next morning, the first thing he did was to give his shoes a vigorous shake, and later when they were having breakfast with the Johnsons, David asked, "Do you really have lots of scorpions here?" Mr. Johnson laughed. "Kevin probably mentioned them to you. He has a book about them and finds the little creatures fascinating, but we don't see many. I don't know of anyone who has ever been stung. I've seen pictures of them. They look really weird." "Are they animals or insects?" asked David. "Actually, neither. They are arachnoids,
Like spiders, Kevin replied, with 8 legs instead of 6. Well, I wouldn't mind the 8 legs, David remarked. It's the tail that carries this thing. The tail is really an extension of its stomach, said Kevin. It has a digestive tube almost to the end of the tail, and the poison glands are on the tip. How big do scorpions get? Asked David. The ones here are only a few inches long, Kevin replied, but they can grow as long as 10 inches. I wonder what they are good for, said David. God has a purpose for everything, but who needs scorpions? Kevin laughed. Some owls do, he said. My book has a picture of a young owl looking out of his home in a cactus. The young ones live almost entirely on scorpions. Of course, they peck off the stinger before they swallow. Possibly they help to keep the balance in nature, Mr. Miller remarked. Each creature is necessary to the life of some other creature. The poisonous thing is the scorpion's protection, Mr. Johnson continued. I don't imagine they have many natural enemies. You know, I read something interesting about that, said Kevin. Some animals aren't bothered by the sting of a scorpion. They are the ones who live on the desert, which is scorpion country. Through the years, those who were stung and lived built up a resistance to the poison. The same animals living somewhere else are affected, but the desert animals are immune. That reminds me of the poison of sin, said Mr. Johnson. When a person first does something wrong, he feels guilty. But if he continues to do wrong, after a while sin no longer bothers him. That's why it's important for people to accept Jesus as their Lord and Savior when he first calls them, said Mr. Miller. I can hardly wait to get into the jungles where God has called us. Many have never once heard about Jesus. David looked at his father with new respect. He had not come to the mission field for fun, and for the first time, David knew how he felt. Missionary life might mean heat, lack of water, loneliness, and scorpions, but it was also helping people to find Jesus, and that was really all that mattered. Nummer 500 ved det engelske beaker. Nummer 511. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn.
Good morning, everyone. Schöner Tag war er. Tom de Arbeit te ziedlei en ons in Gottes Witten aanloten. Elven hadden een geschicht van dat de scorpions hoopten om in balance in nature houden. Val me dan met bij in die geschicht wat ik gisteren lezen deed. China heeft jaren terug zeer aangezet om alle sparrows uitroden in het ganze land. Dat de crops verdorven en zo wieder. So ze weer das een aanleiden wie uitnoemen, rein alle sparrows aanbrengen in ganze China. So dan wat hij damit wil zeggen dat God had een Fehler gemacht, dat hij in China had sparrows gemacht, niet zo? En dergem dat ze dat deden, zijn er zeer viele Menschen doodgehangen. Hört sich vielleicht funnig, aber die sparrows deden in balance houden aan de eisaffer. En nu weer de sparrows meestal alle weg. En nu kunnen de eisaffer even hand nemen. En hebben ze daar soms jaren weinig van de arm gekregen, want de eisaffer vraagt alle ab. En gaf dan een grote armoede dat er vele mensen omkomen daardoor. En dat is een ding wat er vandaag ook passiert in ons land. Er zijn mensen wat dat fysiek in controle te nemen wat God geheerd heeft. En dan heeft het een imbalance am land. En je hebt een heel schwierigheden. Zo waar we niet moedeloos worden, dus David en die Geschichte had, dat we den Soten zien tool. Nu waar we ons aan God houden, wanneer er mensen zijn wat er een natuurfysiek in controle te nemen, wat niet göttlich is. Psalm 37, vers 4 en 5, daar zegt het, had die een last om Herrn, die wat die geven, wat die hart wensen dat. Beveel dem Herrn die weg en hoop op hem, hij wordt dat alles goed maken. So, wenn wir onze last om Herrn hebben, dan brücken uns die Umstände ramans gleich doorrieten. Dan kunnen we boven de Umstände zijn. En dan kunnen we door froh en dankbaar zijn, want de Umstände ramans ook nicht so zijn als wie wir het beste gleichen. Ik kreeg vandaag aanleiding van ons hart te reden. Ons hart wat we vielleicht manchmal würde ich gerne so nennen wie die Säule. Wir fängen verschiedene Hinsichten an in der Bibel von das Hort. Ich kann nicht Zeit genommen zum Talen, wovon mal das wird Hort. Oder im Englischen das wird Hart in der Bibel bijna ist. Aber ich würde glauben, das wird sehr viel mal sein. Psalm 139. Vers 1 bis 6 en 23 en 24. Da sagt es, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder lüge, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. So, wenn Gott uns erforscht hat und er uns chant, auf wie satt oder Stunde, er weiß dort, er versteht unsere Gedanken von weit auf, ich gehe oder lieg, so bist du an mich und sitzt alle meine Wege. Het zegt even, dat is geen woord op mijn tong, wat de Herr niet al weet. En de vijfde vers, dat is om een wertvolle troost. Dat zegt het, van alle zijden omjefst u mij en houdt die hand over mij. Dan wordt hij zo doen met zijn gereedschappen en zijn aanslag niet bij ons bijkomen. Van alle zijden omjeft de Herr ons en houdt zijn hand nog over ons. So, wir sind ganz geboren an Gott. Und an der 23 und 24. Vers noch.
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Gott uns mal ganz aufstahlen, dass hij uns kann nur sein, dass hij uns kann prüfen, und dass hij mal wat checken, wo wir das gemeint haben. Wir Menschen sind viel so, dass wir können nicht im nächsten Krieg verstehen. Der Haarflap einmal werden mit anders gesagt, wie die Brücken, dann einmal kriegen einen anderen Eindruck von dem Mensch, als was er gemeint hat. Und Gott hat nicht so dort. Gott, der sieht, wo wir das gemeint haben, even wenn wir an unsere Gemeinschaft mit ihm einen Fehler gemerkt haben, aber Gott sieht danach, wo wir das gemeint haben. In 1. Samuel 16, dass wir Gott Samuel schicken deed, een frisse König zu salben. Sollte wir antruien worden, hij wird nicht mehr gehorsam, und hij lässt sich nicht mehr von Gottes Geist so anleiten, als hij soll. Und nu wir Samuel dan naar Israël gedaan, wir Gott hem had geschickt, und hij had mehrere jongens, und die komen de een tot nächste komen die da voorbij, en Samuel sagt dan, go de bruikbare jongens. En dan sagt Gott, no, das habe ich nicht gewählt, das ist verschmäht, das ist nicht gut, um ein König zu sein. Und wir die Jungs da alle vorbeigehen, und wir nach China, wie Gott hat eine Anleitung gegeben, dann frage ich Samuel, sind das all deine Jungs? Dann sagt Isaïe, nee, das ist noch der Jüngste, David, der ist noch verstarb, der hat Schlupp heute. Und Gott sagt dann noch zu Samuel, wie Menschen, wir checken nur dort, was für u ist. Aber der Haar, der checkt nur das Hart. So, wenn wir bloß dort sein können, was wir mit u sein können, dann können wir noch gar nicht sein, wo der Mensch in Wirklichkeit ist. Weil, wenn wir länger schauen, dann haben wir einmal mehr von dem Morgen, wo die handelt und so weiter. Aber Gott sieht das von Anfang an. Hij checkt hem hart aan en hij lukt nog dat we worden naar een vrouw. Jeremia deed een grove uitdruk maken, vielleicht kan we zeggen, God deed door Jeremia een grove uitdruk maken. Jeremia 17, vers 9 en 10. Da sagt es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem Jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Dat heet sich schlimm, zo'n hart te hebben, wat trotzig en verzocht is, desperately wicked, zegt het in Engels. Dat zo'n hart is wie hebben, wanneer we niet Jezus aannemen doen. Dan is dat een desperately wicked thing, dat is verzocht. In Römer sind some enge würde danach von reden, dass nicht einer was gut hat. China sind alle aufgefallen und so wieder. Dort ist es, wenn wir die Natur, die Sindel die Natur anlernen lassen, dann ist es dort. 1. Mose 8, 21, da bloß ein Port von dem Vers. Aber ich werde ihn dann ganz lesen. 1. Mose 8, 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen,
besonders das nächste Eng hier. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Dort sind so ein Glied, das wir in uns Charpa haben. Wir haben ein Pot von uns Charpa, was er übel ist, ohne dort erniedrigen durch Gott. In Römer 7, da hat Paulus ein bisschen een uitdruk maken, uitroepen. Römer 7, vers 24 en 25, sagt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Dann die Antwort, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gebiete dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde. So, Paulus die fragt sich hier, wer wird mir erraten von das elende Ding, von das fleischliche Satz, dat hij nicht Leben brengen, dat hij de zin uitwijzen. So, wenn wir dann mit so ein desperately wicked heart am Gift sind, dann fehlt da Rot. Dann fehlt da was zu tun, was das kann ändern. Hebräer 12, vers 1 bis 3. Hebrews 12, 1 to 3. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So hier redet van een grote wolk van Zeugen voor ons ha. Wat weer deze wolk van Zeugen, the cloud of witnesses, wer weer dat? Dat weer mensen, wat zich van God houden laten aanleiden. Dat 5 Kapitel zijn verschillende nomes abgenannt. Mannen en Frühmenschen, wat zich van God laten aanleiden. En wenn wir zo'n Zeugen voor ons hebben, dan redet je van wie we zullen de zin afleiden, wat er zo leicht ons allemaal aanbakken dat en ons moedeloos maakt. En laat ons ranen met geduld en dem kampf die God voor ons heeft. We zullen ons niet met andere mensen meten. Ja, nou, die brukt den kampf niet voor wat ik hier heb. Dan denk ik, wat is weer erg. No, we ons niet met mensen meten. We dem kampf kämpfen, wat God voor ons heeft. We hebben alle een kampf te kämpfen. Dat is keiner van ons wat keinmal een kampf heeft. Einer heeft een kampf, de andere heeft een andere. Aber wir müssen alle kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen doen, dann kriegt uns fleischliches Hort die Regierung und dann geht es sehr bosig rauf in die Verdorbenen. So, wat van je weg hast du met te slapen? Wat van je weg heb ik met te slapen? Im Englischen brukte dort wird, let us lay aside every weight, alle Gewichter, und die Sinn, wat uns so leicht anhängen dat. Markus 10, da haben wir die Geschichte von das Jüngling, wat er nur Jesus kam, und er vroeg, dat ein bisschen verschieden in der Evangelium.
eine steed gelijk zegt het wat hij zal gouden doen, dat hij het eeuwige leven wat ha. Hier in Marcus, de vraagt des jongling, Goede meester, wat zal ik doen dat ik het eeuwige leven wat overtjenen? Een fijne vrouw, wanneer we op zijn, dat God ons erforschen kan, God ons bedagen kan. Een fijne vrouw, wat gaan we doen, zodat we het eeuwige leven kunnen over? En dat is wat we alle willen. We willen nog dat eeuwige leven hebben. En Jezus, die zegt hem dan, vraagt hem dan terug, wo nannst du mich Gott? Keiner ist Gott als der einzige Gott. Du weißt die Gebote krijgen, du sollst nicht herbrechen, du sollst nicht doodmerken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ein falsches Zeugnis geben, du sollst keinem täuschen und du sollst Mama und Papa ehren. Hast dich die Gebote hier ein bisschen top genommen, gab Jesus dort dann zur Antwort. Und das hat eine Frau, hij wil weten wat hij doen kan. En deze zegt, dat heb ik alle gehouden van jugend ab. Zo had Jezus dat niet getroffen, dat irgendwas weer, wat hij nog wil kunnen meer doen als hij al had. Hij had alles gedaan wat Jezus nu had abgenannt. Vele werken manchmal so wie haar al verschiedenste gedaan. En aber er is something in ons leven wat er nog zoveel is van een ervaring vele deed. Dat is eigenlijk aannemen, dus dit is dat wat je veld had. Die wat in een laadje steed hij had im hart. En aber dat wat Jezus hier nu opgenannt had, die uit al die ding, die had hij alle kracht gehouden. Hij wil kracht dat alle nooit gaan, wat de verstrafte weer en het gezaad en zo wieder. En een evangelium, du hast da dort mit an, dat is er danach fragt, wat fehlt mir da noch? Something wie noch nicht reich, neem ik zo aan, kan hij feilen. En wat fehlt hem dan nu noch? Hier sagt er, Markus, da sagt dann, Jesus checkt ihm an und gleicht ihm und seht ihm, die fehlt noch ein Ding. Dat is je doch einfach. Diesen Ding hat al getroffen, die fehlt noch ein. Dat soll je doch einfach sein, dat eine Ding danach zu tun. Go aan, verkauft alles. Wat meint alles? Alles meint alles, nicht so? Go aan, verkauft alles wat du hast und geef dat de Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folg mir nach und nehm das Kreuz ab die. Dat eine Ding kreeg je eine Anleitung von. Je zegt hem, krijg wat er fehlt. Dan kan hij dat eine Ding nog erbij doen. Dan wordt hij de steek opgeveld krijgen. We kunnen ons vaststellen, dat jongling, die had alles im leven wat am jankert. Hij dacht, hij had al alles wat am fehlen deed. En dan er weer something wat er nog niet in ervulling gaf. So dan zegt Jezus dat een ding wat hem nog fehlen deed. Hij zal zijn hart van dem rechten weg nemen en hij zal zijn hart naar Jezus draaien en dan wordt hij een schatz im Himmel hebben en hij zal hem nog volgen. 22. vers zegt dan, hij weer beanmoedigd over deze reden en ging treurig davon, wegen hij weer zeer rijk. Dit ene ding, dat komt hem toe dir. Hij weer niet rijdt dat ene ding te doen, wat zijn hart wordt ervaren, zodat hij kan dat leven in volle genüge hebben. Jezus checkt aan zich en zegt zu zijn jingen, wo schwor waren de rijk in het rijk Gottes komen. De jingen entsetzen zich over deze reden, aber Jezus antwoordt wieder en zegt hen, lieve kinderen, wo schwor is het voor die wat vertrouwen op rijkdom zaten, om rijk Gottes te komen. Want is dat ene ding, wat mij en die nog fehlt, om nog een grotere ervaring hebben im leven. Zie ik rijdt dat ene ding te doen. Zie ik rijdt ding af te zijn wat ik mij aan vrede im vleeselijke leven.
Lukas 14:33. Du sagtet, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was hat, kann nicht mein Jünger sein. Dies wird allem gebraucht. Alles auf sei. Wenn wir nicht bereit sind, Jesus ins Hove, alles zu sehen zu leihen, der kann nicht sein Jünger sein. Wo ist mein Hort bestellt, wo ist dein Hort bestellt? Zie ik rijdt dat eine ding te doen wat Jezus van mijn vader deed, omdat ik kon volle ervaring gaan leven. Matthäus 6, wie gleiche, wenn wir ein bisschen Schatz haben, so mensen die gleiche, wenn sie in je share savings account haben, andere Dinge, wat er sehr wertvoll ist. En hier in Matthäus 6, die Vers wat ik geteld zou denken, dat is de 21. Ik wil van 19 lezen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das sagt, wir sollen uns nicht in Schatz sammeln, aber ihr würde Mott bieten, würde Rost freten, in der Diebe kennen, die nur fingen stelen die, aber sammelt den Schatze im Himmel, wir die Matten und Rost und die nicht bieten, wenn wir uns Schatz essen, dort sind wir uns hart essen. So was ist die von da sehr wichtig. Bist du bereit, dort zu bechecken, ob dort ein Schatz ist, was im Himmel wird sein, oder ob dort ein Ding ist, was der bloß zu dieser Welt gehört hat. Wenn du den Schatz ist, dort sind wir den Hort ist. Wir haben Christian Hymnal in Leid, wie die Frau ban ist, is thy heart right with God? Was ist deine Antwort? Ist dein Hort reich für Gott? Oder fehlt dir noch ein Ding? Ich glaube, wir müssen uns immer wahrer bechecken. Even wenn wir von dort das eine Ding getan haben, kann sein, morgen wat een ander ding zijn wat ik nog te doen heb, te mijn hart in orde houden voor God. Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. So, wenn wir uns Hart reinwaschen von Gott, dann wollen wir noch mal Gott treffen können im Himmel. Aber Gott kann keine Sinn dulden. So, wenn wir nicht ein reines Hart haben, wenn er uns ein Haus holen will, dann wollen wir nicht dahin kommen, wie wir dahin wollen. So glücklich sind die, die ein reines Hart haben. Römer 10, Vers 10. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. So wie man ein Hort haben, was er glauben hat, und wie man ein Müll haben, was er bekennen hat, damit wir können glücklich werden. So wenn uns Hort in Ordnung steht, dort wird durch uns Müll everdeel kommen, und er wird an uns Wandel zu sein, ob uns Hort in Ordnung ist oder nicht. Und wenn wir auf einmal anwaren, dass das eine Ding tun hast, was wir noch nicht erfüllt haben, ist das Ding nicht, dass du eine fähige Sache kriegst, dann werden wir ehrlich sein, das eine Ding noch zu tun. In Jeremia 29, da sagt Gott, bet was von den Gedanken hier über uns hat, und dann noch, wo wir können fingen. Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet.
Denn ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wiederum an diesen Ort bringen, von dem ich euch habe lassen wegführen. So Gott sagt, hij weet wat van de gedanken hij ons heeft. Hij heeft gedanken van vrede en niet van treurigheid, dat hij ons wel wat Gutes geven. En wanneer wir hem van ganzem harte worden zeker, dan wil hij zich van ons vingen laten. We worden maar stilhouden en ons bedagen laten. God laat ons hart nou zijn en rijdt zijn om de antwoord te nemen wat hij doordat ons wat geven. En wanneer dan something is wat hij niet gebruiken kan, dan wij we gewoon in am zeker, dat we am vingen, dat we dat kunnen door wegschaffen wat am niet gevallen dat. Ezekiel 11:19. Ezekiel 11:19. Und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take this stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh. So, ein steinernes Hart. Wieviel kan een stein aantragen? Wenn wir irgendwie einen großen Stein haben, wie geht da something over? Wieviel Wasser oder Flüssigkeit kann einen Stein antragen? Sehr wenig, das rannt bis auf. Und Gott sagt, er will das steinerne Hart wegnehmen und uns ein fleischendes Hart geben. In welches Hart wir das antragen kann, das nur recht, was er für uns hat. Das, was er uns geben will. Apostelgeschichte, da wir einer, was wir gläubig geworden. Apostelgeschichte 8:18. In diesem Sinn hat wir noch nicht rechtschaffen für Gott. Er will gläubig geworden und hat sich taufen lassen und so wieder, aber sein hat wir noch nicht rechtschaffen für Gott. Er hat noch nicht vollends Gott übergeben und sich reingelassen. Hier Apostelgeschichte 8, Vers 18, da wird es Simon, was er hat Zauberei getrieben da in das Volk, der wird gläubig und lässt sich taufen. Und dann hier im 18. Vers, da aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch die Macht, dass, so ich jemand die Hände auflege, der selber den Heiligen Geist empfange. So, er sagt, dass diese Apostel, die haben eine Kraft, wenn sie die Hänge ableiten, dann kriegen die andere auch den Geist. Und ich habe hier manchmal gewundert, dem Ausdruck, was Petrus hier geben deed, wie sie das Geld anbieten deed. Das ist wie gläubig geworden, und er hat aber auch nicht die volle Gottheit hat er noch nicht gelehrt. Petrus, der sieht hier dann, 20. Vers, Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum, dass du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Petrus wird hier wichtig, wenn so ein Mann, was er gläubig geworden wäre, wenn er Geld anbietet, um Gottes Gabe sein, mit Geld zu kriegen. Und dort wir weit besieht dort, was Heil erfahren hat. Vers 21, du wirst weder Teil noch Anfall haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen für Gott.
Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Ticke deines Herzens. Denn ich sehe, dass du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass der keines über mich komme, davon ihr geredet habt. Grove uitdruk. Een man wat alweer gläubig geworden en aber nog niet vollends dat al erkennen kan wo Gott zijn weg schaffen deed en nu nog geld aanbieden deed om ook de kracht te krijgen wat Petrus had. Petrus die dien had als niet recht schaffen voor Gott. Daar bus hij en laat dien hart reinigen. Simon zei, dan dat die voor mij beden, dat het eind van dat wat even mee komt, wat Petrus hier aan vijgenholen had. Dan wil ik nogmaals een aardige kwal gaan, van ons wat vele deed. Als dien hart reich voor God, Petrus zei hier, dat dien hart als niet reich voor God. Matthäus 15, daar redt Jezus van wat ons God verarrange deed. Matthäus 15, vers 18. Wat mul uitgaat, dat komt uit dem hart en dat verarranigt den Menschen. Wenn uit dem hart komen beide gedanken, moord, echtgebruik, hurerie, duiverie, falsch zeugnis en lasterung, dat zijn de stukken die den Menschen verarrangen. Aber mit ungewaschenen Händen eten verreinigt den Mensch nicht. So dort, was wir Müll nehmen, das ist nicht das, was uns Hort verreinigt. Wie wir de leichter können sagen, dort, was wir durch die Öl oder Öhren ankriegen, das ist, was uns kann anschwingen, was uns Hort kann anschwingen. Aber nicht dort, was wir eten dann. So werden wir abpassen, was wir an die Öl noch drehen lassen und was an die Öhren noch horchen. Wenn dat kann uns verarrangen, dat kann uns anschwingen, sodass wir nicht rechtschaffen sind für Gott. Gottes Wort hat die Antwort für verschiedene Dinge. Hebräer 4, da sagt es, wenn das Wort Gottes als lebendig und kraftig und scharper als irgendein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bei das Seil und Geist het einscheiden kann, en ook Mark und Bein, und als ein Rechter von den Gedanken und den Sinnen von dem Hart. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So dan hebben we Gottes Wort en ons werken laten, dat we kunnen ons hart in ordning hebben, dat we kunnen een rein hart hebben, en we niet durven de gewicht van zin metslapen. Jij zei in Matthäus 11, zeer aanlodende woord. Matthäus 11, 28. Sagt ihr, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Komt naar mij, die wat je de zware weg van zin met slapen. Ik wil je die opnemen, ik wil je rust geven. Wenn mijn jag, neemt mijn jag op je en leert van mij, wenn ik zie duimietig en leg in mijn hart, dan wil je tevredenheid vinden voor je zeilen. Waar we komen, jij is dit aanloden, komt naar mij, die wat je een niet ha, ik wil je dem niet uitvallen. In Epheser 4, daar redt dan ook nog, er nog meer rood geven, wil we kennen, wat we komen, dat we kennen
en reinet hart ha. Toen een reinet hart ha, dan brukt het dat we op eenmaal wat aflaaien en wat aandoen. Dus jingling, die moet zijn richting aflaaien en hij moet God zijn weg aannemen. So hier zegt ook nog van dat we zullen wat aflaaien en wat aantrekken. Epheser 4:22. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch Liste im Irrtum sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeglicher mit seinem Nächsten sind, einmal wir unter den anderen Glieder sind. So auflei, ding wat ons hart vasthouden dat, die auflei en dem nieuwe mens aantrekken. Die wat nu Gott geschaffen ist, in rechtschaffene Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht so eine Gerechtigkeit, was wir uns in uns selbst versuchen zu tun, aber die rechtschaffene Gerechtigkeit und Heiligkeit, was für Gott bestehen wird. So ist dein Hart reich für Gott. Hast du dort laten reinigen, bist du bereit, um Gott begegnen, oder ist da noch das eine Ding, was du noch nicht getan hast, was du noch sollst tun? Wenn wir uns das allemaal waren vrouwen, en waar we klaarmaken dat we waarlijk zijn dat ene ding ook nog te doen, dat we kunnen gerecht worden voor God. We passen dat we vrouwen opstaan zum Gebet. Al wissen dat Gott een gerechter Vader, ik dank dir, dat du unveränderlich bist. Du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langmütig. Du hast Geduld mit uns und du weißt nicht, dass irgendwie was verloren geht. Wenn wir nochmal lang lüren, bis wir uns Hand geben, um den Weg annehmen, aber du bist geduldig, du hast Rot für uns und du weißt nicht, dass irgendwie was verloren geht. Ich bete, dass wir immer waren, was uns von dir bedagen und was immer in uns Hart ist, was dir nicht gefällig ist, dass wir dort waren riemen en die dat laten reinwaschen met Jezus zijn bloed. Ja, ik dank die dat, wanneer ons hart van natuur en trotsig en verzacht denk is, desperately wicked, aber dat door Jezus zijn bloed, kunnen we dat ändern. We kunnen een rein hart hebben, we kunnen een hart hebben wat die liegt dat, wat compassion heeft, wat een gevoel heeft voor ons medmens. Ik bid dat u ons allemaal waren was helpen, dat nu te gaan wat die noemen wat verhaarlijken en dat we ons niet waren van omstanden laten doorhouden, nadat we waren boven de omstanden, leven we door de aanleider was. Moesten we daar mitten bij ons zijn en ons zijn. Amen. Oh, nog 393, de Engelse beker. Nummer 393.